Mein Vater hob sein Weinglas. 40 Menschen saßen im Raum. Familie, Freunde, Geschäftspartner. Und dann sagte er etwas, das ich niemals vergessen werde. Laura bekommt keinen Cent. Nicht einen einzigen Cent. Die Gäste verstummten. Mein Bruder Stefan lächelte. Meine Mutter sah auf ihren Teller. Und ich saß da und spürte, wie mir das Blut aus dem Gesicht wich. Doch das ist nicht der eigentliche Grund, warum ich euch diese Geschichte erzähle. Der eigentliche Grund ist das, was 3 Jahre später geschah. An dem Tag, an dem sein Testament geöffnet wurde. An dem Tag, an dem jeder in diesem Raum begriff, dass mein Vater ein Geheimnis mit ins Grab genommen hatte. Aber bevor ich euch erzähle, was damals geschah, muss ich euch zurückbringen. Zurück zu dem Tag, an dem ich zum ersten Mal verstand, dass mein Vater bereits entschieden hatte, welches seiner Kinder wichtig war. Mein Name ist Laura. Ich bin heute 36 Jahre alt. Und ich wuchs in einer Familie auf, in der mein Bruder Stefan immer der Held war. Stefan war 2 Jahre älter als ich. Wenn er eine schlechte Note nach Hause brachte, sagte mein Vater, dass Lehrer oft ungerecht seien. Wenn ich eine gute Note bekam, fragte er, warum es keine bessere gewesen war. Damals verstand ich das nicht. Kinder suchen die Schuld meistens bei sich selbst. Ich dachte lange, ich müsste mich einfach mehr anstrengen, mehr leisten, mehr beweisen. Vielleicht würde mein Vater dann endlich stolz auf mich sein. Doch dieser Moment kam nie. Mein Vater Karl Brenner war Unternehmer. Er hatte eine mittelständische Baufirma aufgebaut und sprach oft davon, dass harte Arbeit wichtiger sei als alles andere. Er bewunderte Stärke, Erfolg, Dominance. Und Stefan wusste genau, wie er ihm geben konnte, was er sehen wollte. Schon als Teenager begleitete Stefan ihn zu Geschäftsterminen. Er trug Hemden wie mein Vater. Er sprach wie mein Vater. Er wollte werden wie mein Vater. Ich dagegen interessierte mich für andere Dinge. Ich liebte Bücher. Ich studierte Wirtschaft. Später gründete ich meine eigene kleine Beratungsfirma. Doch in den Augen meines Vaters war das nie genug. Als ich 27 war, starb meine Großmutter. Bei der Testamentseröffnung erhielt jeder Enkel einen kleinen Betrag. Nicht viel, aber genug, um sich einen Wunsch zu erfüllen. Ich investierte das Geld in mein Unternehmen. Stefan kaufte sich einen Sportwagen. Mein Vater lobte ihn wochenlang. Damals begann ich zu begreifen, dass es nie um Leistung ging. Es ging darum, wer die Geschichte kontrollierte. Und Stefan war darin ein Meister. Nach außen wirkte er charmant, hilfsbereit, erfolgreich. Doch hinter verschlossenen Türen war er ein anderer Mensch. Er log ständig. Kleine Lügen, große Lügen, Geschichten, die ihn besser aussehen ließen. Wenn etwas schief ging, fand er immer jemanden, dem er die Schuld geben konnte. Und meistens funktionierte es. Mein Vater glaubte ihm jedes Mal. Ich sagte jahrelang nichts. Vielleicht aus Hoffnung, vielleicht aus Angst, vielleicht aus Gewohnheit. Doch irgendwann hörte ich auf, um Anerkennung zu kämpfen. Ich konzentrierte mich auf mein eigenes Leben. Meine Firma wuchs langsam, nicht spektakulär, aber ehrlich. Und genau das war etwas, das mein Vater nie verstand. Ehrlichkeit beeindruckt Menschen nicht sofort. Sie zeigt ihren Wert erst mit der Zeit. Stefan dagegen liebte Abkürzungen. Damals wusste niemand, wie teuer diese Abkürzungen eines Tages werden würden. Als mein Vater seinen 70. Geburtstag feierte, war die gesamte Familie eingeladen. Es war die größte Feier, die er jemals veranstaltet hatte. Ein elegantes Restaurant, weiße Tischdecken, Champagner, Live-Musik. Alles sollte perfekt sein. Und tatsächlich verlief der Abend zunächst vollkommen normal, bis mein Vater aufstand, bis er gegen sein Glas klopfte, bis alle verstummten. Er sprach über sein Leben, seine Erfolge, sein Unternehmen, seine Familie. Dann kam er auf die Zukunft zu sprechen. Eines Tages wird Stefan alles übernehmen. Applaus erfüllte den Raum. Mein Bruder strahlte.
Mein Vater ebenfalls. Dann blickte er zu mir. Und sein Gesicht veränderte sich, bevor später Missverständnisse entstehen. Der Raum wurde still. Laura bekommt keinen Cent. Ich erinnere mich noch an die Stille, an die Blicke, an das unangenehme Räuspern einiger Gäste, an das Gefühl, als hätte jemand die Luft aus dem Raum gezogen. Nicht einen einzigen Cent, wiederholte mein Vater. Stefan hat sich die Nachfolge verdient. Niemand widersprach. Niemand sagte etwas. Ich stand langsam auf, nahm meine Tasche und verließ den Raum. Ohne Streit, ohne Tränen, ohne Szene. Aber tief in mir starb an diesem Abend etwas. Die Hoffnung, dass mein Vater mich jemals sehen würde. Wenn du jemals erlebt hast, dass Menschen andere bevorzugen und so tun, als wäre das völlig normal, dann schreib es gern in die Kommentare. Manchmal hilft es zu wissen, dass man nicht allein ist. Nach diesem Abend brach der Kontakt fast vollständig ab. Meine Mutter rief gelegentlich an. Doch mein Vater meldete sich nie. Nicht an Geburtstagen. Nicht an Weihnachten. Nicht einmal, als meine Firma einen wichtigen Preis gewann. Es war, als hätte er beschlossen, dass ich nicht mehr existierte. Und vielleicht war das am Ende sogar ein Geschenk. Denn zum ersten Mal hörte ich auf, für seine Liebe zu arbeiten. Ich begann, für mich selbst zu leben. Die nächsten 3 Jahre waren die erfolgreichsten meines Lebens. Meine Firma verdoppelte ihren Umsatz. Ich stellte Mitarbeiter ein. Ich kaufte mein erstes eigenes Büro. Und jeden einzelnen Schritt machte ich ohne Hilfe meiner Familie. Währenddessen wurde Stefan offiziell Teil der Geschäftsführung meines Vaters. Alle hielten ihn für den zukünftigen Chef, für den perfekten Nachfolger. Niemand ahnte, was hinter den Kulissen geschah. Dann kam der Anruf. Ein Montagmorgen. Meine Mutter weinte. Mein Vater war in der Nacht gestorben. Herzinfarkt. Plötzlich. Ohne Vorwarnung. Trotz allem traf mich die Nachricht hart. Denn egal, wie kompliziert eine Beziehung ist, ein Vater bleibt ein Vater. Die Beerdigung war groß. Viele Menschen hielten Reden. Sie sprachen über seinen Erfolg, seine Disziplin, seine Stärke. Niemand sprach über seine Fehler. Niemand sprach über die Menschen, die er verletzt hatte. Eine Woche später versammelten wir uns zur Testamentseröffnung. Der Raum war kleiner, als ich erwartet hatte. Meine Mutter saß neben mir. Stefan gegenüber. Der Familienanwalt am Kopfende des Tisches. Stefan wirkte entspannt. Fast schon siegessicher. Warum auch nicht? Schließlich hatte unser Vater vor 40 Zeugen erklärt, dass ich nichts bekommen würde. Die Testamentseröffnung begann. Kleine Beträge für Verwandte. Spenden. Immobilien. Nichts Überraschendes. Dann kam die Firma. Der wichtigste Teil des Vermögens. Alle richteten sich auf. Der Anwalt nahm eine weitere Seite in die Hand und sagte einen Satz, den niemand erwartet hatte. Die Mehrheit der Firmenanteile geht an Laura Brenner. Die Welt schien stehen zu bleiben. Stefan blinzelte. Meine Mutter hielt den Atem an. Ich glaubte, mich verhört zu haben. Wie bitte? Fragte Stefan. Der Anwalt wiederholte den Satz. Langsamer. Deutlicher. Die Mehrheit der Firmenanteile gehörte mir. Nicht ihm. Mir. Stefan sprang auf. Das ist unmöglich. Der Anwalt hob die Hand. Herr Brenner hat zusätzlich einen Brief hinterlassen. Der Raum wurde still. Der Brief wurde geöffnet. Und dann begann sich alles zu verändern. Wenn ihr diese Worte hört, bin ich nicht mehr am Leben. Der Anwalt las weiter. Viele Jahre lang glaubte ich, Stefan sei der richtige Nachfolger. Mein Bruder nickte. Dann kam der nächste Satz. Ich habe mich geirrt. Stefan wurde blass. Der Anwalt las weiter. Vor 3 Jahren ließ ich die Firma extern prüfen. Mein Herz begann schneller zu schlagen. Dabei wurde festgestellt, dass Stefan über Jahre Unternehmensgelder missbraucht hat. Niemand bewegte sich. Niemand sprach.
Die Summe übersteigt 800.000 Euro. Meine Mutter begann zu weinen. Stefan schüttelte den Kopf. Das stimmt nicht. Doch seine Stimme klang nicht überzeugend. Der Brief ging weiter. Ich habe versucht, ihn zu schützen. Ich habe versucht, die Wahrheit nicht sehen zu müssen. Aber irgendwann musste ich akzeptieren, dass Loyalität nicht bedeutet, Fehler zu ignorieren. Dann kam der Satz, den ich niemals vergessen werde. Laura hat sich alles selbst aufgebaut. Ohne Hilfe. Ohne Bevorzugung. Und ohne meine Unterstützung. Deshalb erhält sie die Firma. Der Raum war vollkommen still. Zum ersten Mal in meinem Leben hörte ich meinen Vater die Wahrheit aussprechen. Und dafür musste er bereits tot sein. Nach der Testamentseröffnung verschwand Stefan. Er verließ das Gebäude ohne ein Wort. Ich sah ihn fast 2 Jahre lang nicht wieder. Später übergab mir der Anwalt eine kleine Schachtel. Darin befand sich ein weiterer Brief. Nur für mich. Mit zitternden Händen öffnete ich ihn. Die ersten Zeilen verschwammen vor meinen Augen. Laura, ich weiß nicht, ob du mir jemals verzeihen kannst. Vielleicht solltest du es auch nicht. Ich musste schlucken. Ich habe viele Fehler gemacht. Der größte war, dass ich den Menschen vertraute, die mir ähnlich waren, und die übersah, die besser waren als ich. Tränen liefen über mein Gesicht. Nicht wegen des Geldes. Nicht wegen der Firma. Sondern wegen des nächsten Satzes. Du hattest immer recht. Diesen Satz hatte ich mein ganzes Leben lang hören wollen. Und nun lag er auf einem Blatt Papier in meinen Händen. Zu spät. Und doch bedeutete er alles. Heute sind 4 Jahre vergangen. Die Firma existiert noch. Sie wächst. Meine Mutter besucht mich regelmäßig. Und Stefan? Ich weiß nicht, ob er jemals verstanden hat, was wirklich passiert ist. Aber vielleicht spielt das keine Rolle mehr. Denn die wichtigste Erbschaft meines Vaters war nicht das Unternehmen, nicht das Geld, nicht die Immobilien. Die wichtigste Erbschaft war die Wahrheit. Und manchmal braucht die Wahrheit Jahre, um ans Licht zu kommen. Aber wenn sie kommt, verändert sie alles. Wenn diese Geschichte dich berührt hat, schreib mir in die Kommentare, was du an meiner Stelle getan hättest. Und vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Bis zur nächsten Geschichte.